Willkommen zum zweiten Teil von Maroon 5 Girls Like You. In diesem Teil geht es jetzt um die Strophe. Ich habe es im letzten Teil schon kurz einmal angespielt. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir hier oben in der Infokarte. Da geht es zur Playlist mit allen Teilen dieser Piano-Tutorial-Serie. Außerdem auch hier unten der Link der Videobeschreibung. Check auf jeden Fall sowieso mal die Links bei mir in der Videobeschreibung aus. Da gibt es kostenlose Anfängerlektionen und ich gucke mal, vielleicht packe ich auch noch ein paar weitere Links rein zu weiteren Klavierlektionen. Okay, aber zum Tutorial. Wir machen weiter mit der Strophe. Die geht ungefähr so. Da kommt der Refrain. Okay, aber der kommt erst später. In der Strophe vom Prinzip her ist es sehr einfach. In der linken Hand haben wir weiterhin die gleichen Akkorde, die du schon aus Teil 1 kennst. In der rechten Hand haben wir letztendlich nur 4 Teile, die wir jetzt gleich durchgehen. Ein bisschen die Herausforderung ist natürlich, wenn du die fortgeschrittenen Sachen machen möchtest, das zeige ich dir am Ende dieses Videos, in der linken Hand. Und auch in der rechten Hand bedeutet das, wir können sogar noch diese Gitarre, auch aus dem ersten Video, die können wir hier auch wieder mit einbauen. Zwischendurch immer wieder, weil die Gitarre durchspielt. Ja, also durchspielen können wir sie natürlich nicht, weil wir auch die eigentliche Melodie spielen. Aber wir können es so ein bisschen vermischen. Das ist nicht ganz einfach, aber es geht. Ich zeige es dir auf jeden Fall. Okay, bleiben wir erstmal bei der Gesangsmelodie. Da haben wir in der rechten Hand diese Töne. Guck mal, das sind nur C, D und E vom Prinzip, diese 3 nebeneinander liegenden. Ich spiele das mit den vom Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Wieso? Weil ich gerne diese Finger noch für andere Sachen mir reservieren möchte, so optional, dass ich dann ein paar andere Töne anschlagen kann für fortgeschrittene Varianten. Vom Prinzip kannst du dir aussuchen, ob du das so spielst, so oder so, ja, mit diesen 3 Fingern, diesen 3, ja, was für dich am besten geht. Entscheide dich aber bitte. Und dann haben wir halt die Töne. Pass auf, ich zähle mal ein. 1, 2, 3. Mal langsam. C, 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 E. D, C, 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 E. Das wird wiederholt. D. Das war jetzt zweimal die gleiche Sache. C, D, D. Ja. Das ist der erste Überabschnitt, der erste Teil. Ja, auch den kannst du nochmal in 3 Abschnitte unterteilen, wenn es erstmal nicht klappen sollte. Wirklich, die Herausforderung ist wieder der Rhythmus. Pass auf, wir spielen das mal zusammen, okay? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, nochmal. 2, 3, 4 und nochmal. Zwei, 3, 4, 1, 2, 3. Okay? So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Wenn du noch nicht so weit bist, Video gerne pausieren, schön auf Wiederholen. Der zweite Teil geht. Ja, fast wie der erste vom Rhythmus her. Aber wir haben diesmal nur die Töne C und G. Und am Schluss gehen wir noch hier aufs D. Genau wie im ersten Teil auch. Ja, C, 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 G, C, 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 G, C, C, D, D. Ja, vom Rhythmus ist es wirklich wie der erste. C, 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 G, C. Das wird wiederholt. C, 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 G, C.
D, D. Ja, super, das ist schon der zweite. Machen wir mal beide zusammen, den ersten Abschnitt und den zweiten. Vorausgesetzt, du kannst den zweiten schon, ne? Wenn nicht, bitte jetzt das Video pausieren. Achtung, ich leg mal los. 1, 2, 3. Entschuldigung. 1, 2, 3. Yeah. Rhythmisch interessant, ne? Eine Herausforderung. Okay, super. Das sind schon die 2 Teile. So, kommen wir zum nächsten Teil. Der geht C, C, D, E, F, E, G. Erstmal bis dahin. Guck mal, die Hand liegt anders. Jetzt musst du die Finger wirklich so greifen. C, C, D, E, F, E, G. Nochmal. Ja, nochmal. So, wunderbar. Also das. So, hier wieder das Gleiche. Das, was ich dir vorhin gezeigt habe, wird nochmal wiederholt und am Schluss zweimal das D wieder. Ich spiele es mal langsam vor. Entschuldigung. Zwei, drei, 4, 1, 2, 3. Und jetzt kommt der 4. Teil. Bitte noch nicht zum 4. Teil gehen, wenn du den 3. noch nicht perfekt spielen kannst. Dann das Video gerne pausieren. Ich mache mal weiter. Guck mal, ich habe die Hand so gehalten, auch damit ich mit dem Daumen wieder das E für die fortgeschrittene Version anschlagen kann. Du kannst es aber auch gerne hier besser so spielen, mit Mittelfinger, Zeigefinger und Daumen. D, 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 C, G, D, 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 C, G, D, D. Das ist der Abschnitt. So, 3, 4 und nochmal. Yeah. Das ist, das war der 4. Teil. In der rechten Hand. Pass auf, jetzt, ich spiele sofort mal mit beiden Händen vor, aber ich sag dir sofort, ich empfehle dir sehr, dass du erstmal die rechte Hand wirklich perfekt spielen kannst. Und dann trotzdem mit der linken Hand, wenn du dir dazu nimmst, das ist fast so vom Gefühl her, als würdest du komplett neu anfangen, weil es einfach für das Gehirn so eine große Herausforderung ist, empfehle ich dir wirklich, das in kleinen Abschnitten und ganz langsam zu machen. Ja, ich spiele es mal langsam vor. Entschuldigung. Und das war's auch schon. Am Schluss noch den hier. Ja, aber es ist wirklich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Ja, genau wie wir das im ersten Teil schon hatten. Okay, aber es ist nicht einfach. Wenn wir jetzt, also das ist erstmal die einfachste Version. Ich spiele jetzt noch einmal eine fortgeschrittene Version oder eine etwas fortgeschrittene Version vor. Und zwar, was ich da halt mache, sind halt tatsächlich Akkordtöne auffüllen in der Melodie. Wenn du, ich habe übrigens vor ein paar Tagen einen Livestream gehalten, wo ich das Thema ausführlich erklärt habe. Den verlinke ich dir auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung, den Livestream, wo ich sage, wie jetzt diese fortgeschrittene Technik funktioniert. Es ist nämlich nicht einfach.
Oder es ist ein umfangreiches Thema, ja. Vom Prinzip her ist es nämlich einfach, nämlich wir füllen immer nur die Akkordtöne von den Akkorden, die ich dir im Teil 1 gezeigt habe, auf, ja. Am Anfang haben wir C-Dur, das heißt C, E und G, diese Töne kann ich jetzt beliebig hier dazu spielen, theoretisch auch so. Ja, ich habe wirklich hier das hier. Ist alles nur C, E und G, was ich hinzugefügt habe. Sehr viele C, E und Gs, deswegen klingt das so fett. Ja, das ist der Melodieton, aber hier C, G, C, E, G. Ja, keine anderen Töne. Bei G-Dur ist es G, H und D. Ja, und bei F-Dur, bei A-Moll ist es A, C und E, bei F-Dur F, A und C. Ja, und da sind dann halt solche krassen Sachen möglich. Okay, also das ist das Prinzip, so funktioniert sowohl in der linken als auch in der rechten Hand und ich spiele es jetzt mal ganz langsam vor. Hier spiele ich einfach den Akkord, da gibt es keine Melodie von F-Dur. Hier wieder F-Dur. Und F-Dur. Und zum Schluss wieder F-Dur. Ja. Ja, also das ist das Geheimnis übrigens. Ja, aber ich empfehle dir übrigens wirklich sehr, in diesen Livestream mal reinzuschauen. Das dauert zwar eine Dreiviertelstunde, aber eine Dreiviertelstunde, die sich definitiv lohnt, wenn dich das Thema hier interessiert, versprochen. Okay, und ich habe sehr, sehr, ja, ich könnte nicht nur eine Dreiviertelstunde, ich könnte 300 Stunden über das Thema sprechen. Okay, also weil es einfach so umfangreich ist. Mache ich übrigens auch in einem meiner Kurse. Auf werdemusiker.de siehst du auch, dass ich Kurse habe, vor allem in der Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene. Den verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Der behandelt das Thema wirklich sehr ausführlich in sehr, sehr vielen Videos. Und nicht nur das Thema, sondern noch ganz, ganz andere Videos. Ein ziemlich fetter Kurs. Ja, da gibt es 3 Jahre Klavierunterricht in einem Kurs, sage ich immer. Ja, ist auch nicht übertrieben. Okay. Das waren die Akkorde. Was ich dir noch zeigen wollte, ist diese Gitarre zwischendurch. Pass auf, jetzt spiele ich nochmal die fortgeschrittene Version und dazwischen, wenn es passt, und zwar an folgenden Stellen. Achtung. Entschuldigung, jetzt habe ich die Melodie, also die Gitarre war richtig, aber die andere Melodie habe ich zu spät angefangen. Ja, also, es gibt hier eigentlich sogar eine relativ einfache Regel, nachdem ich zweimal, jeder von diesen 4 Abschnitten endet ja mit dem D, D, ja, und wenn er quasi einmal hier aufgehört hat, D, D, das habe ich oft mit dem Ringfinger, Kleinfinger gespielt, aber auch mal mit dem Zeigefinger, ja, egal womit ich spiele, ich muss dann schnell hoch mit dem Ringfinger aufs G gehen. Ja, nämlich danach kommt es tatsächlich. Adom. So kannst du das auch
in der Schleife mal üben. Ja, aber es ist wirklich bam bam, da 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 dam dam bam bam, da 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 dam bam bam bam, la da 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 dam dam bam bam. Das ist eine etwas verkürzte Version, aber so kannst du den Rhythmus zumindest einüben. Das wäre sehr sinnvoll. Dom. Ja, oder halt getrennt. Ja, und dann könntest du die Gitarre quasi noch dazwischen spielen. Ey, das ist technisch sehr schwierig, sehr fortgeschritten. Und wenn du das kannst, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, du kannst es schaffen. Und zwar, es ist nicht so kompliziert, wie es jetzt zurzeit wirkt. Nämlich die Finger sind dann vielleicht am Anfang nicht beweglich genug und alles ist schwerfällig und so weiter. Aber wenn du dir Zeit nimmst und das zum Beispiel ganz langsam nimmst, ja, und dann machst du es nochmal. Ja, auch wenn das jetzt irgendwie so total öde klingt und gar nicht so wirkt, als würde es irgendwann mal was bringen, das ist der Weg zum Glück, ja. Ganz langsam anfangen und diese Bewegung, die Motorik speichert dein Gehirn ab und das Schöne ist, wenn du eine Nacht drüber schläfst, verarbeitet das Gehirn alles und du wirst merken, wie es am nächsten Tag schon direkt besser geht als am ersten Tag. Also das heißt nicht, dass du am zweiten Tag alles wieder perfekt genauso spielen kannst, wie du am ersten Tag aufgehört hast, aber du fängst trotzdem auf einem ganz anderen Level an. Und wenn du das halt ein paar Tage hintereinander machst, ja, oder ein paar Wochen, dann wirst du in relativ kurzer Zeit eine sehr hohe Geschwindigkeit an den Tag legen können, an den Tasten. Also, das dazu. Zum Schluss wurde es jetzt ein bisschen fortgeschritten. Wie gesagt, verschiedene Links in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich da und ich freue mich außerdem auf dich im nächsten und dritten Teil. Und dann geht es um den Refrain. Mach's gut, bis dann. Ciao.